Ich habe 2 epische Rottweiler, ja. Hohe Sterne-Level, richtig geil. Ich gucke in die Tauschenfunktion rein, geil. Aus diesen 2 epischen kann ein legendärer werden. Oh, was habe ich denn vorher für einen Fehler gemacht? Ich habe mir eine Fähigkeit gekauft für 50.000 Rubine, habe ihn zugewiesen. Nach dem Tausch mit diesen 2 epischen Rottweilern war die Fähigkeit weg. Tauscht nur, wenn ihr euch sicher seid, ihr kriegt einen legendären. Sicher sein kommen sich nie, von daher ist das hier ein Glücksspiel. Bis gleich, euer Sultai. Now turn up. Moin Leute, hier ist ein trauriger Sultai, der seine ganzen hart erarbeiteten Rubine in den Wind geschossen hat, um alles auszuprobieren über diese Haustiere bezüglich, oder sagen wir mal, für die Hunde, alles für die Hunde, genau. Ganz kurze Einweisung, wir gehen mal auf die Hundehütte rauf. Hier ist die Übersicht, was für Haustiere ihr habt. Wollt ihr eins haben, kauft ihr eins mit Rubin. Kauft ihr mehrere hintereinander, kann es sein, dass ihr nicht einen grün bekommt, sondern auch mal einen blauen mit ein paar mehr Sternen. Die Tierfähigkeiten, dazu kommen wir später nochmal. Hier könnt ihr euch die Fähigkeiten ersetzen lassen, aber Obacht, bestehende Fähigkeiten werden durch gekaufte Fähigkeiten oder Fähigkeiten, die ihr aus einer Geschenkbox bekommt, ersetzt. Und dieses Ersetzen ist ein Zufallsprinzip. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt ein legendäres Haustier habt und ihr habt top besetzte Fähigkeiten, die ihr euch gekauft habt mit Rubin, euch fehlen nur noch zum Beispiel einer mit 200.000, hier tolle Jagd zum Beispiel. Wollt die anderen aber nicht verlieren, ihr habt nur eine Fähigkeit, die ihr gerne ersetzen möchtet, vergisst es. Ja? Kauft ihr euch das, wird es per Zufall zugewiesen. Und die Fähigkeit, die vorher drin war, die wird verbrannt. Ja? Hier die Tier-Items, die braucht ihr, um die Hunde aufzuleveln. Ja? Natürlich mit Rubin. Aber wie gesagt, zum Tauschen, beziehungsweise damit ihr höherlevelige Hunde bekommt, ihr braucht die nicht leveln. Ja? Levelt die erst auf, wenn ihr ein Haustier auf episch habt. Das bringt vorher nichts. Ja? Okay, das mal ganz kurz zu der Hundehütte. Ja? Hier die täglichen Aufgaben habe ich schon alle erledigt. Ich habe für euch ja, wie gesagt, meine ganzen Rubine verballert. Aber egal. Tierbuch ist, seht ihr, welche Haustiere derzeit im Spiel verfügbar sind. Okay, jetzt gehen wir mal zu meiner Mission heute. Und zwar seht ihr im Hintergrund, wie ich mein Inventar befreie von meinen Rubinen, die schon Staub angesetzt haben. Ja, das sind die restlichen. Genau, ich hole alle Rubine raus, die ich habe. Das sind, glaube ich, so viele. Ja. Und ihr seht im Hintergrund, wie ich mir ganz viele Rottweiler kaufe. Ja? Und ganz viele XP-Bücher. Das heißt, ich habe da schon versucht aufzuleveln, um zu schauen, wie stehen die Chancen, wenn du 2 blaue hast, 2 blaue Haustiere auf Level 30, weil Level 30 ist das Maximallevel. Ja? Ob die Chance, einen epischen zu bekommen, höher ist, als wenn du Level 1 blaue tauscht. Nein, ist nicht so. Ja? Kann ich euch schon sagen. Genau. Im Hintergrund seht ihr noch, wie ich zum Beispiel einen epischen Rottweiler erhalte. Ja? Da hatte ich mal ein bisschen Glück gehabt. Oder ein bisschen viel Glück gehabt. Und somit hatte ich dann natürlich 2 epische. Ja? 2 epische Rottweiler ist ganz cool, habe ich gedacht. Ich habe noch ein paar Rubine. Ich gehe mal in den Fähigkeitsladen und hole mir eine Fähigkeit für 50.000 Rubine. Und hier ist die Besonderheit, kauft ihr euch eine Fähigkeit für viele Rubine und packt die in euren Hund mit rein, dann kann es sein, dass ihr beim Tauschen diese Fähigkeit verliert. Es kann nicht so sein, es ist so. Das seht ihr im Hintergrund. Ich war nämlich ein Depp und habe das so gemacht. Ich habe 2 epische gehabt mit dieser Fähigkeit, die ich gekauft habe für viele Rubine. Habe die getauscht und danach seht ihr, weg. Im Hintergrund seht ihr noch, wie ich Streuner angreife und die Statistiken vergleiche. Ich meine, es lohnt sich schon, ne? Aber spart euch die ganzen XPs und Rubine für Fähigkeiten. Macht es erst, wenn ihr einen epischen habt und ihr wisst nicht, ihr kommt nie auf einen legendären. Oder
gebt erst eure Rubine raus, bis ihr ein legendäres Haustier habt und dann erst die Fähigkeiten. Weil wie gesagt, die Fähigkeiten werden per Zufall durch bestehende Fähigkeiten ersetzt. Ja? Und die Fähigkeiten, zum Beispiel Truppenangriff 1%, ne? Immer diese Prozentpunkte, die kann man nicht erhöhen. Die sind fest. Und die bleiben auch. Deswegen kann man sich die Fähigkeiten kaufen, um diese dann halt zu ersetzen durch bessere. Aber wie gesagt, das ist zufallsbasierend. Okay, gut. Wenn ihr Fragen habt zu den Haustiersystemen, dann in die Kommentare. Ansonsten, tschüss. Und euer trauriger Soultei.